Wir gehen nämlich rein in den Programmpunkt, in das Panel Frauen in der Veranstaltungsbranche, Selbstverständlichkeit statt Ungerechtigkeit. Der Titel so zusammengefügt und es geht eben darum, jetzt einen Blick auf die Chancen, auf die Perspektiven zu richten. Das werden die Persönlichkeiten aus der Branche hier tun. Selbstverständlichkeiten herauszuarbeiten. Es geht um das Netzwerken, darum, Zusammenarbeit und den Austausch nach vorne zu stellen. Und ich freue mich auf folgende Panel-Teilnehmende. Sie ist in der Geschäftsleitung bei Neumann und Müller aktiv. Corinna Di Pietro kommt zu uns auf die Bühne. Grüß dich. Genau. Du darfst einfach mal auswählen, hast da ja noch die freie Wahl. Dann kommt jetzt noch eine weitere Persönlichkeit dazu. Mitglied der Geschäftsführung von Schnickschnack Systems und Initiatorin der Rosa Stunde. Bitte euer Applaus für Solveig Bussler. Hi. Und wir machen weiter. Sie ist Trainee bei JB Lighting. Bitte euer Applaus für Jule Braungartz. Hi. Hey, schön, dass du da bist. Danke. Und wir machen die Runde komplett. Er hat das Ganze kuratiert. Eventregisseur, Konzeptioner, Podcaster, Blogger Chris Kuhls. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Und ich darf gerne an dich und die wunderbaren 3 Persönlichkeiten hier übergeben. Ja, ganz schönen guten Nachmittag. Wie sieht es bei euch so aus? Mittagstiefe irgendwie? Seid ihr mit dem Kopf noch da? Geht so. Aber war lecker, oder? Okay. Wir kommen noch dahin. Nehmen wir mal gerade den Titel gerade als Einstieg für das Ganze. Corinna, was ist deine Selbstverständlichkeit als Frau in der Veranstaltungsbranche? Ja, also für mich ist die Selbstverständlichkeit, dass der Erfolg von uns in der Branche nicht vom Geschlecht abhängt, sondern einfach von der Kompetenz und der Leidenschaft, die wir mitbringen und einfach auch das Vernetzen, sowohl im eigenen Unternehmen als auch natürlich in der gesamten Veranstaltungsbranche. Okay, nice. Solveig, du hast mir erzählt, dass du in dem ersten Ausbildungslehrgang ever dabei warst, was aber nicht ganz einfach war. Was hast du als Ungerechtigkeit zu der Zeit wahrgenommen? Ich habe tatsächlich mal eine Ablehnung bekommen, also als ich mich beworben habe um den Ausbildungsplatz, habe ich tatsächlich eine Ablehnung bekommen, in der drin stand, dass ich den Beruf nicht erlernen kann, weil technisches Verständnis, mangelndes, also ich kein technisches Verständnis habe. Fremdsprachen müsste man auch können, um in dem Beruf erfolgreich zu werden. Und der letzte abschließende Satz war tatsächlich, dass ich als Frau Kinder bekommen könnte und deswegen den Beruf nicht erlernen kann. Man muss dazu sagen, ich habe Physik-Leistungskurs gehabt und spreche 7 Fremdsprachen. Zu dem Zeitpunkt waren es nur 4, aber die Ablehnung war eben die Variante, ihr habt meine Bewerbung nicht mal gelesen. So. Das ist heute Gott sei Dank anders. Wir werden dem noch ein bisschen auf die Spur gehen. Die Probleme sind ja ziemlich offensichtlich, was da eigentlich alles los ist, ne? Also angefangen von Frauen werden nicht gesehen, werden ungerecht behandelt, die Bezahlung ist anders differiert, ja? Oder auch das Machtgefälle, ne? Ob fachlich oder in Teamkonstellation, geschlechtlich, also da gibt es, glaube ich, viele Andockpunkte und als Regisseur weiß ich gut genug darum, wie das ist im Team, wer wie wo und wie das miteinander funktioniert oder auch nicht. Jule, was magst du vielleicht noch zum Selbstverständnis, zur Selbstverständlichkeit oder der Ungerechtigkeit hinzufügen? Ich würde gerne was noch zur Selbstverständlichkeit hinzufügen, weil ich glaube, dass in meiner Generation ist es mittlerweile so, dass es egal ist, wer vor einem steht. Also dass für mich ist es zumindest so und so, wie ich es bei anderen Frauen auch mitbekommen habe, dass es egal ist, Hauptsache der Inhalt stimmt und einfach dieses Persönliche stimmt und dann ist es völlig egal, ob Mann oder Frau. Sehr schön. Ich habe in der Vorbereitung, weil KI, AI ist ja überall das Thema gerade, auch einfach mal kurz bei der KI nachgefragt und da kam folgendes Bild raus, wie Sie denn diesen Titel in ein Bild übersetzen würden. Vielleicht schauen wir mal miteinander rein. So, was löst es bei euch aus? Zustimmung? Ja, High Heels auf Baustellen sind...
fand ja schön auch der Titel, den haben sie sehr korrekt wiedergegeben. Also da scheint es noch ein bisschen Nachholbedarf zu geben. Aber ansonsten, man findet sich in dem einen oder anderen wieder. Okay, also interessant, so ist das Bild der Dinge. Mein Ziel, was möchten wir mit diesem Panel eigentlich diskutieren und auch ein bisschen sensibilisieren, sind die verschiedenen Blickweisen, die Perspektiven, die Herausforderungen, die speziell Frauen in dieser Aufgabe, in diesem Profil haben. Und die Rolle von der Frau in der Vergangenheit hat sich zum Glück ja stark gewandelt, wie wir es eben schon von dir auch gehört haben. Zum Glück. Aber selbstverständlich ist die Gleichstellung ja noch lange nicht. Wie können wir so die nächste Stufe erreichen? Und das möchten wir miteinander diskutieren. Deshalb zum Themenblock Diversity, Solveig. Du bist ja bei Schnickschnack Systems nicht nur für Schnickschnack zuständig. Welchen Faktor spielt Diversity in der, aus deiner Erfahrung aus mit dem Personalmarkt? Das ist ja ein Thema. Bei Schnickschnack, also mein Geschäftspartner, der Erhard, ist männlich. Wir haben uns im Witz und in dem, wie wir miteinander umgehen, darauf geeinigt, dass er bei uns der Frauenbeauftragte ist. Er ist ein absoluter Mädchenpapa und das Thema ist bei uns halt null existent. Wir denken gar nicht in Unterschieden. Ne? Unsere Mitarbeiter sind kreuz die quer. Bei uns wird dann gedisst, wenn es um Fußballvereine geht und da ärgern wir uns drüber. Aber ansonsten geht es für mich als Unternehmer, ich kann mir das überhaupt nicht leisten, Mitarbeiter wegen Geschlecht, Religion, Hautfarbe, Alter nicht zu beachten. Und ich glaube, heutzutage, wenn man ein Unternehmen zukunftsorientiert führen will, bei dem, was wir auf dem Arbeitsmarkt und im Kampf um Fachkräfte als Arbeitgeber erleben, habe ich verloren, wenn ich meine Mitarbeiter aufgrund dieser Kriterien ausschließe. Und es ist, also wir betrachten das bei Schnickschnack so, es geht mich überhaupt nichts an, ob mein Mitarbeiter sich zum Schlafen aufhängt, welche Religion der hat, was der ist, not my business. Für mich ist wichtig, kommt er pünktlich zur Arbeit, ist er freundlich, erledigt er seinen Job und passt er gut in unser Team und zu unseren Werten. Hast du die Idee, warum das viele andere nicht so sehen? Weil die alt sind. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Corinna, ich habe so einen Satz aufgeschnappt. Frauen sind oft der Klebstoff im Teamgefüge, die dafür sorgt, dass es flutscht. Ohne jetzt stereotyp werden zu wollen, aber wie handelt ihr das oder wie nimmst du auch Frauen bei euch in den Teams von Neumann Müller wahr? Ja, also für mich ist genau wie bei Solveig auch immer diese Mischung und das passende Teammitglied im Team zu haben, egal ob Mann oder Frau oder grün, weiß, blau gestreift, wie auch immer. Natürlich haben Frauen bestimmte Charakterzüge, auch nicht alle, ne? Man darf das nicht verallgemeinern, aber so dieses für gute Stimmung sorgen, sich so ein bisschen mehr kümmern auch ums Team. Das habe ich sehr positiv in unseren Teams miterlebt und darum habe ich diesen Satz so formuliert, dass Frauen für mich da an mancher Stelle auch ein Klebstoff sein können. Gut fürs Team, gut für die Stimmung, aber eben wie gesagt immer in der gesunden Mischung. Mhm. Vielleicht noch eine Ebene tiefer. Wo würdest du sagen, nimmst du wahr, kämpfen deine Kolleginnen sehr stark, aber wo gewinnen sie auch für das Team, weil sie sind? Ja, wenn es jetzt auch um organisatorische Dinge geht, vielleicht auch, wo man einfach wirklich gut ist, auch in diesen Themen, also wo man seine Kompetenz total ausspielen kann. Und für mich ist immer das Wichtigste die Authentizität. Was kann ich gut, was liegt mir? Und wenn ich genau in der Sparte agieren kann, dann ist es ja eine Win-Win-Situation für alle. Was würdet ihr alle sagen, welche Potenziale bieten sich durch eben die vielfältigen Perspektiven? Also ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz von, ich glaube Anas Anai ist es, kennt. Die Dinge sind nicht, wie sie sind, sondern wie ich sie sehe, dass sie sind. Ja? Also wir alle gucken jetzt hier auf das Panel und jeder von euch sieht irgendwas anderes. Weil wir alle eben durch eine andere Brille gucken, weil wir einfach mit einem anderen Selbstverständnis auf Dinge blicken. Welche Vorteile, welche Potenziale bieten diese diversen Perspektiven, die eben nicht nur auf den einen Techniker runtergebrochen sind?
Ich glaube, dass es natürlich auch die Mischung macht. Also wenn von allem irgendwie was dabei ist, dann kann auch jeder irgendwie seinen Input bringen und vielleicht auch neue Ideen in den Raum werfen. Und das merke ich jetzt auch bei uns, dass es, glaube ich, total gut tut. Einmal, dass ein frischer Wind einfach reinkommt und dass man, Frauen sehen es ja vielleicht immer noch mal ein Thema ein bisschen sensibler oder anders wie jetzt ein Mann, der vielleicht schon ewig in der Eventbranche ist und ja, einfach mal ein anderer Blickwinkel, genau. Kommen euch andere, auch vielleicht Erfahrungen, wo ihr gemerkt habt, wow, das hätte man so vielleicht auch sehen können, aber hat halt bisher keiner. Dann kam einer, der wusste, oder eine, die wusste nicht, wie es, oder dass es nicht so geht und hat es anders gemacht, oder? Ich glaube tatsächlich, die Blickwinkel sind das, was es besonders macht. Und auch, wie Corinna schon gesagt hat, ich habe erlebt, dass Frauen häufig kompromissbereiter sind und anders lösungsorientiert an Probleme oder Aufgabenstellungen rangehen. Es müssen ja nicht mal Probleme sein, ne? Sondern so, wenn du so eine Tatsache vor dir hast, egal wie die Schneekugel aussieht, die mal zu drehen und von einer anderen Richtung zu betrachten. Ich glaube, da sind wir als Frauen mehr fokussiert oder besser drin, dass wir nicht immer sofort, klingt jetzt pauschal, das Testosteron raushauen und sagen, wir müssen jetzt aber und so, ich will mit dem Kopf durch die Wand, sondern dann auch mal einen Schritt zurück machen und den Abstand vergrößern. Das, glaube ich, können wir ganz gut und deshalb, glaube ich, sind Teams eben, wo verschiedene Gruppen oder Charaktere drin sind, erfolgreicher als Teams, die nur ein Stereotyp haben. Ja, weil du gefragt hast nach einem ganz plakativen Beispiel, habe ich auch mal was Schönes erlebt. Wir waren bei einem Kunden, ich habe einen Geschäftspartner, also wir machen das im Duo. Und da habe ich auch gemerkt, wie gut es ist, wenn man eben auch mit dieser Diversität im kleinen Team bei einem Kunden ist, weil das war ein total autoaffiner Mensch. Ich bin jetzt nicht so autoaffin und irgendwie haben mein Partner und der Kunde sich sofort committed. Die hatten sofort ein Einstiegsthema. Und das ist für mich auch total schön, ne? Dass man einfach dann sieht, okay, auf der Ebene haben die sich jetzt gerade super gefunden und konnten sich austauschen, was gleich so eine persönliche Nähe auch geschaffen hat. Und wir sind dann auch gemeinsam in das Projekt gestartet und gibt's auch einfach Themen, ne, die mir auch überhaupt nicht liegen und da habe ich auch keinen Anspruch dann drauf und freue mich genauso, wenn dann mein Kollege irgendwie da einfach einen guten Einstieg findet und damit dann den Klebstoff zum Kunden praktisch bildet. Und das kommt eben immer drauf an, wer ist der Gegenüber, wer ist die Gegenüber und mal Matches bei den Frauen besser, mal bei den Männern oder halt auch über Cross, also. Julia, du wächst ja in die Geschäftsleitung bei dir zu Hause mit deinem Papa quasi Step by Step rein. Und wenn ich mich so reinversetze, wir haben ja auf der anderen Seite, also Technik, Agentur, aber auf Kundenseite auch nicht immer nur Männer sitzen, sondern oft auch Frauen. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es, wenn es manchmal auch um technische Details oder irgendwie komplizierte Themen geht, dass sich auch manchmal angenehmer ist, vielleicht mit dir sogar zu sprechen, als jetzt, wenn die Kundin mit deinem Papa spricht. Machst du die Erfahrung oder ist es jetzt gerade projiziert? Bei mir ist es jetzt halt gerade noch so, dass ich gerade in der Lernphase selber bin. Also ich bin jetzt seit einem Jahr bei JB Lighting und muss eben noch ganz, ganz viel lernen. Deswegen ist es zu der Situation jetzt nicht so oft gekommen. Mir macht es aber jetzt hier auf der Messe zum Beispiel total Spaß, wenn halt einfach die Leute herkommen und ich dann auch die Fragen beantworten kann. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es für die angenehmer ist, wenn sie jetzt mit mir sprechen, anstatt jetzt mit meinem Papa zum Beispiel. Aber mir macht es auf jeden Fall richtig Spaß und ich glaube, das überträgt sich dann auch auf denjenigen, mit dem ich dann spreche. Schön. Wir wollen auch gerne ein bisschen von euch hören, deshalb Einladung. Wenn ihr möchtet, dann stellt gerne auch Fragen mit ins Panel rein. Ich guck mal, der Sebastian flitzt, glaube ich, irgendwo rum. Genau, da hinten ist er mit Mikrofon. Also ihr könnt immer aufzeigen, Sebastian kommt zu euch und dann dürft ihr gerne mit eure Aspekte, Erfahrungen, Fragen auch mit reinwerfen. Kommen wir mal so vielleicht nach dem Block Diversity zum Thema Vorbilder, Netzwerke und auch generell dem Wandel, in dem wir uns befinden. Corinna, als du anfingst, waren vermutlich Frauen eher
Sekretärin, that's it. Also wenig Vorbilder. Wie nimmst du den Generationswechsel wahr? Gibt es mehr Vorbilder? Erzähl uns mal. Oh, schwierig. Ja, bei mir war das so ein fließender Prozess. Ich hatte kein Vorbild tatsächlich, war aber auch immer in Unternehmen beheimatet, wo das Thema kein Thema war. Also ich war jetzt insgesamt in 3 Unternehmen mit Neumann & Müller, waren jetzt auch nicht so viele, aber da war es einfach immer ein Selbstverständnis. Und das ist natürlich auch toll, dass auf seinem Weg, dass man da so begleitet wurde und einfach auch nie mit diesem Thema so sich auseinandersetzen musste. Also von daher kann ich da gar nicht so viel Konstruktives beitragen. Geht dir das anders? Ich glaube am Anfang, also ich habe vor 25 Jahren angefangen in dem Beruf. Ne? So, seitdem bin ich in dieser Branche und da waren wir tatsächlich Einhörner als Frauen in der Branche. Ich hatte keine, die ich mir angucken konnte als Vorbild oder die ich fragen konnte, nimmst du mich mit oder zeigst du mir was? Ich hatte in meiner Ausbildungsfirma eine wirklich tolle Sekretärin, die Harriet. Der bin ich ganz, ganz doll dankbar für, was sie mir gezeigt hat und wie sie Ansprechpartner für mich war, hatte aber mit der Branche nichts zu tun. Ne? Aber die hat mich im Leben ordentlich eingenordet. Und ich finde es ganz toll, jetzt zu sehen, wir haben da eben schon drüber gesprochen und in den letzten Wochen, als wir über den Talk oder ich über den Talk nachgedacht habe, habe ich festgestellt, ich bin wirklich alt. Die Jule, da habe ich schon 4 Jahre in der Branche gearbeitet, da wurde die Jule geboren. Ne? Ich arbeite länger in der Veranstaltungsindustrie, als die Jule alt ist. Und Celine und ich haben eben auch schon drüber sinniert irgendwie. Bei Celine gibt es Azubis, da sind die Eltern jünger als Celine. Ne? Und das ist schon krass zu sehen, dass wir so einen Nachwuchs jetzt haben und den auch mitnehmen können und dass wir eben nicht mehr Einhörner sind, sondern für mich ist es in der Zwischenzeit total selbstverständlich, dass wir miteinander so umgehen und dass wir auch weniger Berührungsängste haben, weil es uns überall gibt. Ich glaube, es gibt kaum noch eine Produktion, wo keine Frau an Bord ist. Und zwar nicht in der, ich mache schnell die Buchhaltung, sondern im planerischen Bereich, ne, im Rigging, im Licht, als Operator gibt es überall in der Zwischenzeit Frauen und das finde ich extrem schön. So. Ich gucke mal so ein bisschen ins Publikum gerade. Ich gehe nochmal einen Evolutionsschritt weiter von einem Vorbild zu einem Mentor. Wer von euch würde sagen, hat in seinem Leben einen Mentor fachlicher Natur gehabt? Vielleicht mal kurzes Handzeichen. Das sind weniger als 5%, würde ich jetzt mal sagen. Interessant. Mir ging es auch so, vielleicht ist es auch ein sehr deutsches Thema, ist mal unabhängig von Frau oder Mann, dass zumindest vielleicht in der bisherigen Kultur selten so diese Idee von Mentorenschaft gelebt wird. Guck mal, da ist jemand, der kommt gerade erst in das rein, den nehme ich mal jetzt unter die Fittiche und gebe einfach mein Wissen weiter, so dass du schneller weiter auf dem Weg weiterkommst. Schade eigentlich, vielleicht schreiben wir uns das alle hinter die Ohren und halten mal Ausschau, wo gibt es denn in unserem Umfeld Menschen, die wir in der Profession, in der wir unterwegs sind, begleiten und unterstützen können. Aber jetzt vielleicht tatsächlich mal diesen Generationsgap, wir haben es gerade schon festgestellt, da liegen 4 plus 21 Jahre dazwischen. Würdest du sagen, du selbst, aber vielleicht auch deine Generation, haben nach wie vor diesen Wunsch, das Bedürfnis nach diesen Vorbildern oder hat sich das vielleicht sogar komplett verändert? Also ich habe selber Vorbilder, jetzt natürlich, weil in unserer Firma viele Männer auch arbeiten, auch viele Männer, wo ich sehr, sehr dankbar bin, wenn die mir ihr Wissen weitergeben und ja, also ich habe das auf jeden Fall, ich würde auch sagen, dass es meine Generation noch hat. Ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt eine Person gibt, die man dann ihr ganzes Leben lang verfolgt, sondern ich glaube, das ist einfach eine Mischung aus ganz, ganz vielen Persönlichkeiten und ich glaube, so auf jeden Fall, ja. Bleibt ja auch, also ich glaube, es ist ja oft auch episodenmäßig, man wächst ja mit seiner Erfahrung, und seinem Wissenstum, ne? Das heißt, dementsprechend kommt und geht es vielleicht auch mit der Zeit, absolut. Vielleicht Solveig, magst du uns mal reinnehmen, weil du hast ja eine schöne Initiative gegründet und verfolgst mit der auch eine gewisse Intention. Worum geht es bei der Rosa Stunde?
Die Rosa Stunde haben der Marc Lorenz und ich vor 14 Jahren ins Leben gerufen. Da waren wir nur 4 Mädchen. Ich wollte gerne, dass die Frauen in der Veranstaltungsindustrie, die sich eigentlich kennen und ständig miteinander zu tun haben, sich aber nie sehen und nie Zeit füreinander haben, einen Moment haben und tatsächlich nur 1 Stunde, wo sie sich treffen können, austauschen, gegebenenfalls Freundinnen mitbringen, also von die Lichttechnikerin, eine Fotografin, Presse, Strom, alle Bereiche in einer Veranstaltung. Das ist so vielfältig und die Aufgaben sind so verschieden. Wir telefonieren ständig miteinander. Hast du schon das Hotel gebucht? Hast du das Material losgeschickt? Ich muss das und das noch ändern. Hast du Flüge gebucht? Vor, zurück. Ne? Wir müssen da nochmal den Cutplan ändern. Das gibt so viele Aufgaben, die wir miteinander absprechen. Und dann auf der ProLight und Sound haben wir damit angefangen, einen festen Termin zu machen, der macht, dass den alle wissen, alle im Kalender haben und sich dann da treffen können, um die Gesichter zu sehen von denen, mit denen man eigentlich immer arbeitet. Es ist bei uns hier illusorisch, dass es eine Veranstaltung geben wird, wo nur Frauen sind, also als arbeitende Bevölkerung. Aber dass wir so einen Moment haben, zusammenzukommen, mal kurz privat zu schwatzen, ne? Und sich auszutauschen und dieses bring eine Freundin mit, deshalb gibt es es eben nicht als Facebook-Gruppe oder als Webseite, es ist immer bring eine Freundin mit. In der Zwischenzeit sind wir über 90, die sich über die letzten Jahre zusammengefunden haben. Letztes Jahr hat die LeadCon angefragt, ob sie hier Gastgeber sein dürfen. Und für dieses Jahr gibt es die großartige Neuigkeit, dass wir es auf die LDI ausrollen, weil die LDI, also die Messe in Amerika, eben auch gesagt hat, wir finden das Format so toll, dass wir es jetzt das erste Mal auf die LDI bringen. Und nächstes Jahr gibt es dann auch auf der ISE. Und es ist wirklich toll zu wissen, dass wir 4 angefangen haben. Wir wurden komisch angeguckt. Ach ja, 4 Mädchen setzen sich zusammen und machen was irgendwie. Und jetzt sind wir über 90. Ne? Das ist schon toll. Dieses Jahr war Jule Gastgeberin. Der Stand wechselt immer auf der ProLight. Das heißt, es ist immer ein neuer Gastgeber. Es hat damit zu tun, dass die Unternehmen das auch unterstützen müssen, aber es soll eben organisch wachsen, weil nur dann bringt es uns weiter. Es nützt nichts, wenn man nur Businesskarten verteilt und das vorplant, sondern es muss organisch wachsen, weil wir es selber wollen. Und es ist nicht so, dass Jungs ausgeschlossen sind. Sie sind gern gesehen, weil wir wollen ja miteinander und nicht gegeneinander. #Better Together. Ich glaube, das ist sowieso der Schlüssel. Also wenn wir irgendwas bewirken wollen, es bringt ja nichts, irgendwie in Silos zu denken, egal ob jetzt der Lichtmann mit dem Medienserver-Typen und der Tonmann so jeder in seinem Gewerk hängt, sondern also fachlich wie auch geschlechtlich. Also wir alle wissen, Events werden nur dann gut, wenn wir wirklich ineinander greifen. Aber vielleicht auch noch mal kurz die Frage ins Publikum. Wie ist es bei euch? Thema Netzwerke. Vielleicht mal nur die Männer erstmal. Wer von euch ist denn in einem Netzwerk? Es sind so 5, erstaunlich wenig. Wie ist es bei Frauen? Auf jeden Fall schon mal doppelt so viel, interessant. Gibt es vielleicht eine kurze Meldung, in welchem Netzwerk ihr seid und welchen Mehrwert oder Nutzen ihr daraus zieht oder was es euch bringt? Ich halte es ruhig mal 10 Sekunden aus. Sebastian ist in der Nähe. Vielleicht einfach nur ein Stichwort. Was bringt euch, also welches Netzwerk und was bringt euch das? Traut euch, das weiß keiner. Karnevalsverein ist auch ein Netzwerk übrigens. Hallo. Ich habe dieses Jahr ein Programm in Berlin gestartet oder habe daran teilgenommen, das ist die Löwen. Das ist mehr Frauen in Verantwortung in Kultur, Politik und Wirtschaft. Und das sind 12 Frauen aus verschiedenen Gebieten, die ein Netzwerk bilden und sich weiterbilden. Also die werden empowered und das macht richtig Spaß, weil man merkt, so, es sind ganz viele Profis auf ihrem Gebiet, wie man sich miteinander austauschen kann, wie man lernen kann. Das ist wahnsinnig gut. Und darüber wachsen dann weitere Netzwerke. Also man lernt viel und man gibt sich auch als Frauen viel. Also man merkt so in der Gruppe, Wahnsinn, was wir alles können. Das merkt man im Alltag manchmal nicht und es ist schön, das auch mal von anderen Frauen zu hören. Genau.
Super, ich mache erst weiter, wenn ich 2 weitere Statements gehört habe. Ich baue derweil, meldet euch mal bei Sebastian noch meine Erfahrung ein. Ich habe unter anderem mit Marco, meinem Regiekollegen, ein Netzwerk für Eventregisseure gegründet. Und mittlerweile sind wir auch zu über 40 Regieschaffenden, glücklicherweise auch mit über einem Drittel Frauenanteil gewachsen. Und der Austausch, wir treffen uns 2-mal im Jahr, wo wir uns einfach über Fachthemen austauschen, der ist so beflügelnd, bis hin zu einer WhatsApp-Gruppe, wo irgendjemand fragt, ich suche einen Medienserver-Typen oder was auch immer, und man hat sofort irgendwie 10 Vorschläge von den Kollegen. Also es ist super hilfreich. Ich würde gerne noch 2 weitere Netzwerke kennenlernen. Schnelles Speeddating. Erzählt uns. Wo seid ihr Teil davon? Sebastian flitzt. Und ich freue mich schon über ein zweites Handzeichen, gleich für Sebastian. Ja, ich bin bei RISE. Das ist für Leute, also Frauen im Broadcast-Bereich. Und das ist ein Mentorship-Programm, das in der UK gestartet wurde und jetzt auch mehr und mehr ganz Europa ausgerollt wird. Also die nehmen jedes Jahr neue Bewerberinnen an. Also wenn vor allem Frauen, aber die Männer dürfen sich auch als Mentoren bewerben. Immer frei. Und sag noch kurz, was für einen Mehrwert nimmst du daraus für dich? Es ist für mich eine Möglichkeit, andere Frauen kennenzulernen, die in dem Bereich tätig sind, der eben doch immer noch recht männer-heavy ist, aber auch tatsächlich einfach von Leuten zu lernen, die einfach schon länger dabei sind und so viel mehr Erfahrung mitbringen als ich. Super spannend. Und jetzt brauche ich einen bisschen mutigen Mann. Ich will auch mal irgendwie noch einen anderen. Du? Ja, ich würde mich da auch melden. Also jetzt seit einem halben Jahr in einer kleinen Gruppe von Moderatorinnen und Moderatoren, also da sind wir auch beide Geschlechter vertreten, und wir tauschen uns eben auch dazu aus, wie, also sei es jetzt beispielsweise mal Honorargestaltung, wie gehen wir damit um, genug Infos bei einer Veranstaltung für unsere Moderationen zu bekommen, also wirklich so tagtägliche Dinge, die man sonst immer mit sich selber ausmacht, wo man denkt, bin ich die Einzige mit dieser Herausforderung, und da in diesen Austausch zu gehen und sich einfach mal zu öffnen. Es braucht, glaube ich, so ein bisschen diesen Mut, weil man doch häufig noch so unterwegs ist, dass man sich ein bisschen abkapselt. Aber ich habe selber gemerkt, es tut total gut, sich zu öffnen und zu merken, da diese Herausforderungen teilen auch andere, und es vor allen Dingen dann gemeinsam zu lösen und es nachher dann wieder im nächsten Meeting zu teilen. Das bringt einfach dann alle nach vorne und hebt bei allen das Niveau. Wunderbar. Und vielleicht sogar so eine Art von Gefährtenschaft, wo sich dann 2, 3 kennenlernen. Man merkt, man riecht sich gerne, also im Sinne von die Chemie passt, und begleitet sich über diese Netzwerktreffen hinaus. Vielen, vielen Dank. Ihr dürft gerne euch weiter melden. Sebastian bleibt wachsam. Aber vielleicht auch nochmal speziell die Frage, wie Netzwerke für Frauen spezifisch vielleicht auch einen Vorteil bieten können. Was würdet ihr vielleicht noch ergänzen? Also für mich ist das Netzwerk Social Media ganz, ganz arg wichtig, also Instagram, sowas. Genau, da mag ich auch einfach, dass es auch gut tut, einfach mal eine Frau zu haben, mit der man sich irgendwie austauschen kann, vielleicht was man für Probleme hat, was man vielleicht für Fortschritte gemacht hat. Das tut schon immer gut, oder auch wenn man jetzt hier auf der Messe einfach wieder die Mädelsgruppe einfach sieht, oder jetzt mit der Rosa Stunde sieht man sie ja auch, wenn man da jetzt regelmäßig hingeht, die dann auch wirklich jährlich, und ich finde, das tut dann schon auch gut, wenn man sich da einfach vernetzen kann. Cool. Also muss nichts, aber... Ich bin nicht so restriktiv, ehrlich gesagt. Ich finde, die Rosa Stunde ist auch, die soll halt verbinden. Ich finde ganz schwierig, wenn Netzwerke Grenzen aufmachen und sagen, du bist hier nicht willkommen, sondern eigentlich ist mein Gedanke oder meine Art von Netzwerken, ich netzwerke, um beruflich erfolgreich zu sein, oder... Also ich habe den Himmel des Spießertums erreicht. Ich bin im Jagdspaniel-Club, weil ich einen Hund habe. Ich bin im Schrebergartenverein und im Karnevalsverein. Also alles, was man an Spießertum, Netzwerk erreichen kann, habe ich. Immer mit der Intention, in diesem Bereich weiterzukommen. Ne? Und im beruflichen Netzwerk ist es dann halt so, Grenzen helfen uns ja nicht. Es macht ja nur Sinn, wenn wir uns nebeneinander stellen und in die gleiche Richtung gucken, weil wir ja eine Mission haben. Wir wollen eine Veranstaltung machen oder ein Konzert oder ein Gebäude beleuchten. Macht halt keinen Sinn, Leute auszuschließen. Deshalb denke ich nicht, dass ich bin in keinem Netzwerk drin, das ganz, ganz restriktiv ist und eine Grenze zieht.
interessiert mich nicht, sondern ich will ja den Input, ich will was vom Kuchen abhaben hier, ne? Also wirtschaftlich betrachtet. Also muss ich mit allen spielen. Wir sind ja so ein bisschen... Achso, da kommt noch was. Hallo. Ich wollte auch von mir sprechen, ich bin jetzt auch nicht in einem Netzwerk. Ich finde es toll, dass es super viele Netzwerke gibt. Aber ich sehe unsere Aufgabe auch als Frauen oder für mich als Frau in unserer Branche, und wir sind gleich alt und ein langer Weg in dieser Branche. Wir sprechen von Selbstverständlichkeit und insofern ist es wichtig, dass es Netzwerke gibt, aber es ist noch viel wichtiger, dass wir uns trotzdem als Frauen auch hinstellen und junge Frauen mitnehmen. Und das ist unabhängig von Netzwerken. So sehe ich unser Netzwerk. Wir müssen als Frauen uns schon auch zusammentun und auch Plattformen irgendwie da geben, damit Frauen, auch junge Frauen mit Themen, die sie haben, es gibt noch frauenspezifische Themen auch in der Branche. Es ist einfach so. Nicht nur in unserer Branche, überall, gesellschaftlich. Und wir müssen die Ohren offen haben und diesen Frauen, jungen Frauen oder älteren Frauen die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen. Und das kann sein, dass man sagt, man trifft sich alle paar Wochen, macht zusammen Essen oder man ist einfach da, um zuzuhören. Und deswegen ist es unabhängig von einem geschlossenen Netzwerk. Und die Branche ist nicht so groß. Und wir müssen schon schauen, dass wir auf diese Frauen auch schauen und gemeinsam auf uns auch schauen. Das ist für mich so wichtig. Und deswegen, es ist Selbstverständlichkeit da, aber noch nicht so komplett. Das muss man schon auch sagen. Ne? Es ist noch viel Arbeit da. Auch wenn jetzt junge Frauen das vielleicht noch nicht so empfinden. Wir haben halt noch, ich sage es jetzt auch plakativ, noch die alten weißen Männer in dieser Branche. Ne? Und über die muss man dann... Ja, aber es ist einfacher geworden. Ne? Also ich meine, du hast Jana jetzt kennengelernt. Jana hat bei mir angefangen vor 4 Monaten. Jana steckt mich fachlich in die Tasche. Ne? Die ist 28. Fachlich gesehen habe ich nichts mehr zu melden. Sie ist aber erst 4 Jahre in der Branche. Das heißt, meine Aufgabe ist es, Jana zu pushen, die überall mit hinzunehmen, ihr die Welt zu zeigen. In 2 Jahren macht die uns alle nackig. So, einfach, weil sie jetzt fachlich schon so toll ist und ich freue mich total drauf, das zu sehen. Ne? Dann können wir alle die Ohren anlegen. Also. Voll schön, absolut. Vielleicht ein bisschen provokant, aber seht ihr Netzwerk als eine Übergangslösung, die bestehen bleibt oder vielleicht auch so ein bisschen langfristiges, unabdingbares Element für eine inklusive Branche bleibt? So, oder andersrum, was könnte passieren, wenn diese Netzwerke wegfallen würden? Tun sie ja nicht, wir sind ja soziale Wesen. Also das macht mir Hoffnung. Ich bin soziales Wesen. Ich möchte gern mit euch zusammen sein. Absolut. Ich hätte mich aber der Inspiration nicht verwehrt, irgendwie mal gucken, vielleicht gibt es ja auch noch Alternativen oder ganz andere Wege. Ich finde auch eben einerseits Netzwerk, aber innerhalb dem dieses Thema Mentorenschaft, also das sind dann einfach Zweierbeziehungen, ähnlich hast du es ja auch anklingen lassen, auch super, super wichtig, ne? Weil man da nochmal ganz anders irgendwie auch begleitet wird als bei einem regelmäßigen Austausch, der ja aber auch vielleicht ein bisschen an der Oberfläche bleibt. Also dieses noch tiefer in eine Gefährtenschaft, wie auch immer man das nennen mag, zu investieren, fände ich auch ganz, ganz großartig. Wir haben es am Anfang ja mitbekommen, auch die wenigsten haben das eigentlich. Liegt vielleicht an Deutschland, weiß ich nicht. Aber ich glaube, da würde ich auch sehr viel für werben wollen, dass das zu einer Selbstverständlichkeit wird. Schauen wir noch mal ein bisschen weiter. Bei dir klang es vorhin so ein bisschen in dem Nebensatz an, ist ja auch so ein bisschen ein Tabuthema und alle wissen eigentlich darum, aber Jule, wie soll denn eigentlich Selbstständigkeit und Kind miteinander kombinierbar sein? Mit was kombinierbar? Entschuldigung. Kinder Ja. und Arbeit. Ist teilweise, glaube ich, schon ein Problem. Da denke ich ja auch jetzt, also ich bin noch jung und ich habe auch noch Zeit, also ich muss da jetzt noch keinen Stress machen, aber man denkt trotzdem drüber nach. Auch natürlich, wenn man dann in der Geschäftsleitung vielleicht ist oder ist eigentlich egal wo, man fällt dann einfach für eine gewisse Zeit raus und man möchte sich vielleicht auch die Zeit dann nehmen und das muss man, glaube ich, schon immer im Hinterkopf behalten, aber ich glaube, dass man sich deswegen nicht einschränken muss. Also man findet jetzt mittlerweile ja ganz, ganz viele Wege, egal ob man sich das aufteilen kann zwischen dem Partner und der Frau. Auch wenn die Frau jetzt sagt, sie möchte sich die Zeit trotzdem nehmen, das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile wirklich möglich. Es schränkt eine Frau einfach zu der Zeit trotzdem ein. Aber für mich, ich mache es mal sehr persönlich, weil, also jetzt kommt direkt erstmal deine. Kannst du diese Frage bitte auch allen männlichen Rednern auf der Bühne stellen?
Unbedingt, finde ich gut. Ich wollte gerade mich selbst in den Mittelpunkt stellen, aber ich werde auch gleich noch jemanden hier im Publikum oder Sebastian wird einfinden. Ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht, weil die Realität ist ja die, also das sind meine 3 Kids, das war gestern, ich bin gerade bei den Schwiegereltern in Lübeck, weil wir in NRW, aus Köln stamme ich, gerade 2 Wochen Herbstferien haben und ich verbringe die 2 Wochen eigentlich, wenn sie jetzt nicht gerade bei meinen Schwiegereltern untergebracht sind, die Zeit, weil meine Frau auch voll arbeitstätig ist und aus eigener Erfahrung wir kämpfen ja so ein bisschen auch möglicherweise mit Rollenbildern, die einfach über die Generation auch so entwickelt und weitergegeben werden. Ich will fast schon ausholen, ich komme aber später nochmal zu den Gedankenabzweigungen. Erstmal bei mir bleiben. Am Ende, die Kinder sind ja da aus gutem Grund, man will das. Und trotzdem, wer übernimmt von sich aus selbstverständlich die Verantwortung? Ne? Also Stichwörter wie Mental Load, sich mit den Dingen wirklich zu beschäftigen. Und ich meine, ich bin auch Reisender als Regisseur, bin dann entsprechend x Tage weg. Früher waren das teilweise mal ein paar Wochen. Jetzt mache ich es maximal nur noch irgendwie eine Woche lang, weil selbst das ja schon eine riesen Herausforderung ist, für meine Frau dann sich komplett um alles zu kümmern. Und da aber so eine Fairness zu entwickeln, auch so ein Gespür und aus intrinsisch als Mann zu sagen, nicht nur, ja klar, machst du, sondern klar, mache ich auch. Und wie können wir uns gleichberechtigt miteinander die Waage halten? Ich fände es völlig richtig, der Kommentar. Ne? Ich wollte nur mal einsteigen und jetzt aber, ich meine, vielleicht neben dir, da lacht jemand sehr, sehr herzlich. Vielleicht hast du dazu eine Meinung, weil vielleicht gibt es ja auch eine spannende Geschichte zwischen euch, I don't know. Nee, aber ich habe auch eine Tochter und natürlich kümmere ich mich um die genauso wie die Mutter und das ist keine Frage. Ist natürlich jetzt auch fies, irgendwie ins Publikum zu fragen, ist das eine Frage oder nicht, weil wir wissen alle, ich glaube, es ist schon faktisch eine Frage. Ne? Also nicht für jeden, es hängt ja davon ab, wie man erzogen ist, wie man jetzt darauf sieht, aber ich würde nicht sagen, dass generell klar ist, dass 50-50-Deal ist. Ne? Es ist nämlich eben nicht. Also das war am Schluss gar nicht meine Frage, sondern die Frage ist eher, warum Frauen diese Frage gestellt wird, aber den Typen wird die Frage nie gestellt. Absolut richtig und ich kann so viele Gespräche aus dem Freundeskreis zitieren, wo genau das, egal in welcher Position, genau diese Frage immer wieder auftaucht. Ja, wie wollen Sie das denn vereinbaren? So. Vielleicht muss ich doch mal diesen Seitenschlenker, den ich eben gerade abgewürgt habe, bei mir selbst noch mal kurz nehmen, weil unter anderem mache ich so einen kleinen Podcast und da gab es so ein ganz schönes Gespräch mit jemandem über die Industrialisierung und die Entwicklung so ein bisschen auch historisch, wo wir eigentlich herkommen. Und ich finde das total spannend, noch mal kurz innezuhalten, wo kommen wir eigentlich her? Weil beispielsweise vor der Industrialisierung war es normal, dass Familien unter einem Dach gelebt, gearbeitet und gewirkt haben. Das heißt, wenn du Schuster warst oder was auch immer, dann hast du, oder Landwirtschaft, wie auch immer, unten deine Viecher und oben hast du gewohnt. Aber es war auch klar, dass im Prinzip mehr oder weniger gleichberechtigt Frau und Mann sich um die Dinge gekümmert haben und alle in der Familie, wie es möglich war, auch irgendwie mitgewirkt und gearbeitet haben. Also es war nicht so eine Trennung, wie das dann durch die Industrialisierung kam, dass wir Arbeit und Wohnen auf einmal voneinander getrennt haben. Das heißt, der Mann fährt es irgendwie in die Fabrik, um die mechanische Arbeit zu machen und kommt dann abends wieder und währenddessen muss sich dann die Frau um die Kinder kümmern. Das war nicht so. Das hat sich erst irgendwann mit der Industrialisierung so entwickelt. Und jetzt so ein bisschen auch festzustellen, und vielleicht ist da Stichwort New Work, vielleicht diese, ich will nicht sagen Rolle rückwärts, aber diese Evolution wieder zurück zu dem, vielleicht wie es manchmal auch vorher war. Ich will nicht tagträumen, weil wir merken ja alle nach der Pandemie, viele rufen die Arbeiter wieder zurück in die Firma, auch aus guten Gründen. Aber das ist ja vielleicht mal gerade an euch beide die Frage bei Neumann Müller. Wie steht ihr mit New Work und Vereinbarkeit von all diesen Elementen unter einem Dach? Ja, spannende Frage. Auch cool, diese Herleitung nochmal, wo wir eigentlich herkommen, war mir so jetzt auch nicht mehr bewusst. Wir als Unternehmen haben, glaube ich, den Spagat ganz gut hinbekommen und also es war ganz witzig, als ich vor 11 Jahren bei Neumann & Müller angefangen habe, bin ich nach einem Jahr von München an Chiemsee gezogen. Das ist 1 Stunde Fahrweg, 2 kleine Kinder und habe gesagt, liebe Leute, ich kann eigentlich nur kommen oder weiter bei euch arbeiten, wenn ich 2 Tage die Woche Homeoffice machen kann, weil die Krippe hat halt nur bestimmte Öffnungszeiten und ich muss ja irgendwie auch noch den Fahrweg mit einrechnen. Und da sagte unser damaliger Personaler,
okay, Corinna, wir probieren das mal aus und testen das und sprechen uns nach einem halben Jahr wieder und gucken, wie es dir ergangen ist in der Zeit und wie es uns ergangen ist, ob wir das cool finden. Und dann haben wir uns dann nach einem halben Jahr wieder getroffen und da hat er echt so gesagt, das fand ich total sympathisch, dass er das cool findet, dass Neumann und Müller als Unternehmen das so ermöglichen konnte und dass sie für sich auch sagen können, dass das ein cooler Output war. Und ich habe gesagt, für mich war das auch super. Und danach war es total schön zu sehen, ganz viele Kollegen von mir, junge Kollegen, die Papa geworden sind, haben genau dieses Modell mit aufgenommen, ne? Mit Elternzeit, mit Homeoffice und teilweise kam dann auch die Rückmeldung, cool, wenn ich im Homeoffice bin, habe ich einfach mal einen ganzen Tag und kann ungestört meine Dinge abarbeiten. Ne? Es geht ja nicht darum, dass wir uns entziehen wollen und nicht kommunizieren wollen und geschweige denn nicht arbeiten wollen. Es muss natürlich immer im Gesamtkonzept und auch für ein Team, was dahinter steht, funktionieren. Du musst auch ansprechbar sein. Aber ich finde, da hat so ein großer Wandel in den letzten 10 Jahren stattgefunden. Und auch dieses Mindsetting in den damals natürlich auch Leaderköpfen, damals war ich noch nicht in der Geschäftsleitung, so cool zu sehen, dass die gesagt haben, hey, ich will meinen Kolleginnen und Kollegen diese Möglichkeit schaffen, dass sie beides miteinander vereinen können. Und ich glaube, am Ende vom Tag haben wir als Unternehmen, wenn du diesen guten Ausgleich schaffst und für alle eine gute Arbeitsbasis, hast du den bestmöglichen Output natürlich auch, ne? Weil die Leute haben Spaß an der Arbeit, sie sind aber nicht irgendwie 50 Stunden die Woche weg von der Familie getrennt, das ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß und da musst du als Unternehmen mitgehen. Und ich glaube, dass wir das gut schaffen und es macht Spaß und ich kann nur sagen, mein Team mit 28 Leuten, klein in der großen Neumann und Müller Familie, aber wir haben das ganz gut auf die Reise gekriegt und ich glaube, es geht vielen, vielen anderen bei uns auch genauso. Ich glaube, die Frage darf ich jetzt speziell an Jule mal stellen, weil einfach generationsbedingt. Ich habe gerade einen Podcast mit Christopher Bauder, Lichtkünstler, geführt. Der hatte ja vorhin hier die Keynote. Und off Record, ich hoffe, ich darf ihn zitieren, aber er sagte, also mit der neuen Generation, er hat 65 Mitarbeitende, klarzukommen, also oder die Herausforderung mit Menschen und vor allem dem jungen Nachwuchs mit den Erwartungen, Bedürfnissen und der Realität des Arbeitswelts, gerade im Event, das ja nun wir alle wissen und kennen es, lieben es auch, hektisch, anders, abwechslungsreich, aber eben auch nicht so planbar, zurechtzukommen. Jetzt bist du in der Verantwortung oder in der entwickelnden Verantwortung mit deinem Vater als Arbeitgeber trotzdem Systeme zu schaffen, die funktionieren. Wie nimmst du es aber gerade auch aus deiner Generationsperspektive wahr? New Work, all das unter einen Hut zu bekommen in unserem Wahnsinn, den wir alle lieben. Ich hab's gleich. Also es ist schon so, dass es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo noch sehr festgefahren sind bei uns, wo man vielleicht jetzt ein bisschen was Neues braucht. Wir haben jetzt auch einige neue eingestellt, wo dann irgendwie auch ein Wechsel jetzt kommt. Also ich nehme es als sehr, sehr positiv wahr, wenn ich jetzt Frage jetzt richtig verstanden habe. Also ich meine, wie ist es? Nehmen uns kurz in den Arbeitsalltag rein. Also habt ihr irgendwie 8 bis 17 Montag bis Freitag, weil ihr eher planerisch und so, ich sag mal, geplanter unterwegs sein oder wie ist euer Arbeitszeitmodell? Also bei uns ist es relativ, weil wir hauptsächlich ja auch eine Produktion sind, haben wir wirklich feste Arbeitszeiten. Bei uns ist Homeoffice auch schwierig, weil es sich ganz, ganz viel bei uns in der Firma halt abspielt. Auch die Entwicklung, egal Produktion, der Vertrieb, da ist es uns auch wichtig, dass sie eigentlich in der Firma sind. Deswegen ist das Modell, ich finde es total cool. Ist bei uns jetzt ein bisschen schwieriger umzusetzen. Also der CP, unser Vertriebler, der kommt auch eher aus dem Norden, der arbeitet dann auch von daheim aus und da klappt es auch gut. Aber so alles andere ist es sehr schwierig. Also wir haben jetzt auch einer in unserer Produktion, der hat jetzt ein Kind bekommen, der ist jetzt für ein Jahr lang auch in Elternzeit quasi und ja, aber sonst ist es relativ. Und habt ihr speziell Mitarbeitende aus der Gen Z-Generation? Ja, haben wir auch. Und für die passen sich dem System so an oder haben da andere Vorstellungen? Ich muss sagen, die haben bis jetzt noch nicht die Ansprüche genannt, quasi, dass sie da andere Ansprüche haben möchten. Klar ist das Thema Homeoffice öfters jetzt der Fall. Da muss man vielleicht einfach einen Kompromiss finden, dass man zum Beispiel sagt, Freitag ist dann Homeoffice-Tag für euch. Da ist es dann auch okay, wenn das einfach in der Abteilung dann umsetzbar ist. Und ja, aber tatsächlich wenig Leute aus der Generation Z.
Okay. Ja. Ist es bei dir anders oder hast du da so Erfahrungswerte sowohl was die Generation als auch das Geschlechterspezifische vielleicht betrifft? Also bei uns ist es ja genauso wie bei Jule. So ein Lötofen nimmt sich halt schwer mit nach Hause. Das heißt, bei uns passiert auch ganz viel im Büro. Wir haben aber als ein Konzept zum Beispiel, dass die Jungs aus der Produktion entscheiden konnten, zum Beispiel, wollen sie eine Gehaltserhöhung oder weniger Stunden arbeiten. Und wir haben mehrere, die gesagt haben, wir würden lieber weniger Stunden arbeiten und dann auf andere Tage verteilen. Das heißt, wir haben 3 dabei, die arbeiten nur montags bis donnerstags und machen den Freitag frei, damit sie eben nicht mehr fahren müssen, arbeiten aber montags bis donnerstags 9 Stunden. Einfach, dass sie die Zeit sparen. Und der Deal ist dann, dass sie dann eben freitags erreichbar sein müssen für den Fall, dass noch eine Frage auftaucht für einen Kunden oder so, weil wir produzieren ja sehr zeitkritische Sachen, damit eben dann man zumindest anrufen kann und dieser Tag, also dass man zumindest Fragen stellen kann. Das funktioniert ganz gut, aber die Jungs bei uns in der Produktion wissen auch sehr zu schätzen bzw. bestehen darauf, wenn Feierabend ist, ist Feierabend. Das heißt, von denen hat keiner ein Firmenhandy, von denen hat keiner einen Laptop. Die lassen alles in der Firma und wenn die um 17 Uhr den Hof verlassen, dann ist für die Feierabend. Bei uns gibt es genau 3 Leute, die einen Laptop, also wir haben alle Laptops, aber es gibt 3, die den Laptop mit nach Hause nehmen. Das sind der Erhard, der Thomas, ist unser IT-Mensch und ich, damit wir erreichbar sind. Der Rest ist dann Ende und die schätzen das sehr, weil es ist für sie eine sehr, sehr, sehr verlässliche und planbare Arbeit. Ne? Das heißt, die wissen dann, ich bin zu Hause und dann ruft mich auch keiner an. Ich gebe zu, ich struggle sehr als Freelancer, der permanent in verschiedensten Projekten drin hängt, sich da abzugrenzen und gleichzeitig aber auch, weil so intrinsisch so viel Lust und Spaß und Freude an Projekten drinsteckt, da irgendwie auch dann wiederum gegenüber der Familie irgendwie ein gutes Gleichgewicht zu haben. Also da bin ich auf dem Weg, ich werde besser, aber auf der anderen Seite, ich könnte es mir jetzt auch nicht so ganz geregelt vorstellen. Aber das ist ja das Schöne an Diversität und verschiedensten Perspektiven, weil der eine das so macht, muss der andere das ja nicht lieben. Und der Felix bei uns, ne, ist Elektroniker, war 28, da habe ich ihn gefragt, ob er mit mir zur LDI fliegen will, den Stand aufbauen und 2 Stunden für einen Tag, an dem ich einen Vortrag halten musste, am Stand stehen und ansonsten eine Woche Vegas, volle Kanne. Ich musste das lange sacken lassen. Der hat zu mir gesagt, nee, das ist so weit weg von zu Hause. Da habe ich, das will ich nicht. So, und jetzt kann ich damit gut umgehen. Als er das damals zu mir gesagt hat, habe ich gedacht, ich verstehe die Welt nicht mehr. Da sagt dein Arbeitgeber, wir fliegen nach Vegas, ich bezahle dir alles, du baust nur einen Stand auf, volle Kanne, gib ihm. Und er sagt, nö. So. Wie wir in Köln sagen, jeder Jack ist anders. Ist ganz, doch schön. Ganz genau. Aber das verblüffend. Ist seine Zeit, ne? Und das ist seine Entscheidung gewesen. Jetzt kann ich damit gut. Aber damals war ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Wie? Nee. Ja. Ich spring's noch mal so ein bisschen in den Raum. Vielleicht gibt es auch Aspekte oder Struggles, die ihr in eurer Realität habt oder in eurem Setting. Also haut gerne auch mal rein, dass wir das mit aufgreifen. Sebastian, bleibt wachsam. Ne? Ja, doch, da ist direkt was. Und dann kommen wir gleich zu noch einem kleinen Ausblick. Wir sprechen über Frauen gerade, ne? Also, aber wir haben schon Themen und das sind einfach auch sozialpolitische Themen, weil die Frauen sind immer die Frauen, die die Kinder bekommen, ne? Und die ersten Wochen vielleicht sich auch entscheiden, nicht zu arbeiten oder auch nicht dürfen, wenn sie angestellt sind. Aber wir haben auch Frauen, das sind für mich auch richtige Vorbilder in dieser Branche, die alleinerziehend als Freiberuflerin, als technische Leiterin gearbeitet haben mit Kleinkindern oder auch immer noch arbeiten und sowohl Kindererziehung und Job geschafft haben. Aber ein Thema, und das ist meines Erachtens echt auch ein deutsches Thema, wir haben hier kaum die Chance, ich habe es in der Unternehmen auch, ich habe alleinerziehende Frauen, die kriegen keinen Kindergartenplatz. Ne? Also wir müssen uns als Unternehmen jetzt wirklich auch mal überlegen, wie kriegen wir diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die alleinerziehend sind, können ja auch Männer sein, die alleinerziehend, im Unternehmen, damit sie auch weiter auch Vollzeit arbeiten können, aber diese Kinder auch untergebracht werden, unabhängig von den Leuten, die dann auf Tour fahren für 3 Monate, das ist ein anderes Thema, aber
Wir haben diese Themen, sind in den Firmen da, ne? Keine Kita-Plätze, die Babys können nicht, weiß ich, in Frankreich ist man glaube ich, gefühlt mit 3 Monaten schon abgegeben worden. Und das gibt es hier nicht. Und das sind Themen, wo wir uns gesellschaftlich mit auseinandersetzen und auch als Unternehmen in der Branche auch mit auseinandersetzen. Kann eine Frau mit einem kleinen Kind als Produktionsleiterin arbeiten? Ja, kann sie. Theoretisch kann sie es tun. Aber wir müssen dafür mehr tun halt, ne? Das so. Und bei dem Punkt, also da ziehe ich wirklich den Hut, das hinzubekommen für Alleinerziehende. Also ich habe allerhöchsten Respekt. Also man merkt es ja selber in meinem Fall, wenn ich jetzt mal dann nur eine Woche oder so meine Frau weg ist und ich alles handle, dann also das macht eine ganz neue Box nochmal auf. Absolut. Gut, ich meine, welche politischen Rahmenbedingungen man ändern müsste, das spricht ja fast in die Richtung, ich weiß nicht, ob wir das heute gelöst bekommen, aber du hast recht. Also völlig richtig. Ich habe so ein kleines Fable für eine Frage, what's next? So heißt auch mein kleiner Podcast. Mal einen Blick nach vorne noch auch richten, in Richtung Zukunft. Mit der Frage, wie können Frauen ihre Position festigen und auch weiterentwickeln und es eben zu einer neuen Selbstverständlichkeit kommen. Solveig, was würdest du unter der neuen Selbstverständlichkeit verstehen in der Veranstaltungsbranche und wo steht die Branche auf dem Weg dahin? Gib uns mal eine kurze Orientierung. Du hast ja 25 Jahre Horizont. So auf einer Skala 1 bis 10 oder was, wo sind wir gerade? Also ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Eben wie ich vorhin schon gesagt, wir sind eben nicht mehr Einhörner, sondern wir sind allgegenwärtig. Ich glaube, dass es ein 50-50 nie geben wird, aber muss es meiner Meinung nach auch nicht. Wir haben jetzt hier auf der Messe schon festgestellt, mein Stand ist 100% weiblich besetzt. Wenn wir gleich zur Rosa Stunde gehen, ist mein Stand leer. Ich habe Glück, habe ein paar Jungs sich bereit erklärt, sich auf mein Sofa zu setzen und währenddessen den Stand zu betreuen. Aber ich finde am allerwichtigsten immer dieses, dass wir Sachen gemeinsam machen. Und wir haben dadurch, dass wir eben nicht mehr so selten sind, auch in der Kommunikation ja schon viel geschafft. Ne? Die Jungs reden anders, der Ton auf den Baustellen ist anders geworden. Die Papas, die eben Töchter haben, die sind dann auch stolz, wenn ihre Töchter auf die Baustellen kommen, ne, und sehen, was man machen kann. Das heißt, da wächst ja auch schon wieder eine nächste Generation ran, weil die sehen, dass überall Frauen in der Zwischenzeit da sind. Ne? Insofern, ich glaube, der Weg ist richtig und wir können halt auch nicht alles mit Gewalt erzwingen. Ne? Nur wenn man sich hinstellt, du hast es ja auch gesagt, irgendwie, es hat nichts mit Geschlecht zu tun und wir können nicht auf alles bestehen, sondern wenn wir es fachlich gut machen und im Team gut machen und als Gesamtspiel gut machen, dann wird es immer mehr werden. Dann wächst das ganz gut. Den Abschluss des Satzes habe ich noch abgewartet. Julia, wie würdest du dieses Bild, was gerade gezeichnet wurde, einschätzen aus deiner Perspektive jetzt mit 21? Ist das realistisch oder ist es ein Ideal oder braucht es sogar noch mehr als das? Was möchtest du in 20 Jahren sehen, das Realität ist? Ich glaube auf jeden Fall, dass es realistisch ist. Ich habe jetzt auch beim Aufbau mal ein bisschen genauer geguckt, weil wir uns ja mit dem Thema auch mehr auseinandergesetzt haben. Und ich habe auch mich total gefreut, wenn ich dann immer mehr Frauen auch da gesehen habe. Also ich glaube, das geht einen sehr, sehr guten Weg. Und ich glaube auch, wie Solveig gerade schon gesagt hat, je mehr Frauen da sind, desto mehr Frauen trauen sich vielleicht auch, den Weg zu starten. Auch in meiner Ausbildung waren es unglaublich viele Frauen, die starten ja jetzt alle in die Branche. Sag mal so ein Verhältnis prozentual? Also ich habe Veranstaltungskauffrau gemacht, da waren es auf jeden Fall viele, würde ich sagen 70% waren es Frauen. Wow. Ja, in der Veranstaltungstechnikfirma ist es natürlich deutlich weniger, aber auch da gibt es viele Frauen. Also ich glaube, es wird. Mhm. Corinna, wie würdest du sagen, was ist deine oder vielleicht auch, du bist ja Mitglied der Geschäftsleitung bei Neumann Müller, mal größer gesehen, ihr habt ja viele Standorte, eure Vision von dem, wo das so hingeht in der Branche, also in Richtung Gleichstellung. Was muss noch getan werden?
um diese echte Selbstverständlichkeit zu erreichen? Also ich fand den Punkt vorhin total spannend, weil man dafür selber eben auch so viel tun kann, was du gesagt hast mit dieser Mentorenrolle. Das werde ich mir hinter die Ohren schreiben und werde das auch nochmal mit in unser Unternehmen mitnehmen, weil ich ja auch viele Kolleginnen und Kollegen habe an den entsprechenden Stellen, die genau so eine Rolle einnehmen können. Und ich glaube, wenn wir das weiter vorantreiben, so ein Selbstverständnis in der Firma zu entwickeln. Wie gesagt, für mich ist das dann alles immer so ein Spielball. Also ich brauche nicht ein Konzept und muss dann Schritt für Schritt irgendwie abhaken, sondern es ist, was ja auch so viel gefallen ist heute, eben eben dieses Miteinander. Und das führt für mich zu einem Selbstverständnis. Und wenn dann noch die jungen Frauen den Mut haben, das Selbstbewusstsein, was ihnen hoffentlich ja auch schon durch eine veränderte Erziehung, die wir beide wahrscheinlich irgendwie genossen haben, muss also mein Papa war nur am Arbeiten, meine Mama war tatsächlich zu Hause. Ich weiß nicht, ob ich unterbewusst so ein Bild widerspiegel, keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn da schon so viel passiert, viele alleinerziehende Väter ihre Töchter mitnehmen, denen natürlich auch ein ganz anderes Bild mitgeben, dann sind wir auf einem super Weg. Und wie gesagt, für mich ist das nicht so ein Bausteindenken. Also für mich ist das ein gutes Miteinander. Mhm. Ich mache eine ganz schnelle Reise noch in den letzten 2 Minuten. Wir sind im Jahr 2034, also 10 Jahre von jetzt. Die LeadCon ist gewachsen wie die OMR. Es sind vielleicht 50.000 Leute da. Es ist die absolut geilste Messe ever. Egal, wir treffen uns wieder, unterhalten uns dasselbe Thema. Und was würdet ihr sagen in einem Satz? Mission erfüllt. Weil? Dann mache ich nur noch rosa Stunden. Sehr schön. Mission erfüllt. Schwer vorzustellen, ne? Ja, also was soll ich da jetzt sagen? Soll ich es auf mein Unternehmen beziehen? 50% in der Geschäftsleitung an Frauen. Voll gut. Es gibt ja kein richtig und falsch im Sinne von, also es gibt ja nur die eigene, wir hatten es ja vorhin, die eigene Sichtweise und Brille oder auch das, wo man spürt, dafür kann ich mich begeistern, aber auch einsetzen und irgendwie dafür stehen. Fällt dir was ein? Ich glaube, weil sich einfach das Denken von der Allgemeinheitssicht geändert hat und genau. Am allerdenken hat sich einfach. Wäre es, glaube ich, wenn wir dann nicht mehr zusammensitzen müssten. Also. Ja? Vielleicht gibt es das Format dann für Männer. Voll gut, voll gut. Wir haben noch 1 Minute zum Abschluss. Wenn ihr einen Rat an die nächste Generation von Frauen in der Veranstaltungsbranche mit auf den Weg geben möchtet, welcher ist es? Bei mir wäre es auf jeden Fall, dass die nachkömmlichen Frauen, also die Frauen, die jetzt nachkommen, dass sie sich auf jeden Fall einfach trauen, dass hier auch ganz viele Frauen warten und richtig Lust haben, auch miteinander zusammenzuarbeiten. Und man muss sich aber auch trauen, einfach um Hilfe zu fragen, weil es ist halt einfach eine Branche, wo man auch mal was Schweres tragen muss. Und da muss man einfach offen sein und auch einfach mal nachfragen, ob man Hilfe bekommt. Und muss man sich auch trauen. Genau. Mhm. Ich würde Ihnen mitgeben, dass Sie mutig sein sollen, immer bei sich selber bleiben sollen. Also authentisch sein ist für mich so das Allerwichtigste. Und zu sich selber das Zutrauen auch zu haben, sich nicht entmutigen zu lassen, auch wenn man vielleicht mal irgendwie eine blöde Situation hat. Ich würde das, was du in unserem Vorgespräch mal gesagt hast, dass es eben auf Kompetenz ankommt, mit Harriet, also der Sekretärin, die vor 25 Jahren meinen Weg gestaltet hat, ich würde die gern zitieren, die hat zu mir gesagt, du musst mit den Augen stehlen. Und wenn Frauen sich trauen, zuzugucken, Fragen zu stellen, sich Fachwissen anzueignen, dann sind sie, glaube ich, genau auf dem richtigen Weg. Dann, wenn du jeden einstecken kannst in die rechte oder linke Jackentasche, dann ist das der beste Weg, den man begehen kann, weil dann nämlich nicht die Geschlechterfrage gestellt wird, sondern, hey, ich möchte den Besten. Und das ist dann die Jule oder Diana oder wer auch immer da als Nächster kommt.
Wunderschön. Ich habe ganz viel Hoffnung für die Zukunft, nicht nur wegen euch, sondern auch vielen, vielen anderen. Man begegnet ja immer mehr. Ich weiß jetzt nur zum Beispiel von Ambien in Berlin, da sind immer wieder mehr Frauen dabei, also, aber bei vielen anderen Setups auch. Also das freut mich sehr, dass sich das jetzt doch spürbar auch irgendwie schon verändert. Ich hoffe, also danke mal erstmal für das Mitmachen, ein bisschen auch beitragen. Das hat mich sehr gefreut und insgesamt hoffe ich, dass wir euch ein bisschen Lust auf Zukunft gemacht haben mit dem und nicht so in dem, was alles so problembehaftet da ist. Das kennen wir alle, das wissen wir alle, aber da wollen wir ja nicht stehen bleiben. Wir wollen ja weitergehen. Und als Abschluss würde ich dich noch bitten, vielleicht eine kleine Einladung auszusprechen. Weil es so schön mit euch ist die Rosa Stunde gleich. Und die Rosa Stunde findet da hinten in der Lied Lounge statt. Die Lied hat rosa Sekt vorbereitet. Es heißt Rosa Stunde, weil rosa meine Lieblingsfarbe ist. Es hat nichts mit Mädchen zu tun, sondern der Marc und ich, der ist halt jetzt noch nicht da, der kommt gleich dahin, der sitzt noch in der Bahn. Wir trinken gerne rosa Champagner, deswegen hat es den Namen. Ich freue mich, wenn wir uns da gleich sehen. Ich bleibe noch ganz kurz mit dem Basti hier, aber komme dann gleich darüber. Einige von euch kenne ich ja schon vom letzten Jahr. Da gibt es irgendwo einen rosa Case und wenn ihr in den Newsletter aufgenommen werden wollt, auf dem Case steht eine Box, wo ihr eure Visitenkarte reintun könnt. Dann kriegt ihr immer die Info, an welchem Stand sie demnächst ist. Ich freue mich, euch da zu sehen. Vielen Dank. War schön, euer rasender Reporter auch zu sein. Dankeschön, Corinna. Dankeschön. Vielen Dank. Und Solveig hat es schon angesprochen. Bleib ruhig, ich komme nur, ja genau, wir gehen ein bisschen in die Mitte. Hier wird noch hinzugebaut. Oh, ey, das war ja teilweise gerade sehr emotional. Ich habe gemerkt, ne, je nachdem, wenn du so in die Historie eingetaucht bist, darüber nachgedacht hast, wie das bei dir so alles losgeht und es sich entwickelt hat. Wie bist du denn eigentlich in die Branche gekommen? Ich habe Abitur gemacht, Lesen und Schreiben gelernt und dann einen Berufsorientierungstag, den mussten alle machen und da habe ich einen Multiple-Choice-Test ausgefüllt. Dabei kam raus, dass ich genau 2 Berufsvorschläge kriege. Der eine war Winzer und der andere war Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Dann und jetzt bei der Rosa Stunde wird alles zusammengebracht, ne? Gibt's auch mal ein Weinchen. Was ich am besten kann. Dann habe ich mich da beworben und wie eben schon erzählt, ich habe Absagen bekommen zuhauf und ich habe aber auch ein Unternehmen gefunden, das gesagt hat, wir stellen dich genau deswegen ein, weil du eine Frau bist. Wir wollen den Ton im Team ändern, wir wollen die Kommunikation in unserem Unternehmen ändern und dafür brauchen wir eine Frau im Team und dann haben die mich genau deswegen eingestellt. Aber was ist das für ein super Start auch, oder? Also dann geht auf einmal der Blick darauf, das, was du reinbringen kannst, ja, und nicht mehr, was willst du denn hier? Ja, aber es ist ja auch heute, das Thema ist ja sehr heikel und sehr emotional. Auch heute, als wir hier so ein bisschen gesprochen haben, ich mit Freunden und Kollegen, haben alle gesagt, ja, es ist eben immer noch ein Thema, aber Frauen verändern die Art der Kommunikation, wie die Kollegen miteinander sprechen, wie rau es auf der Baustelle ist, wie gebrüllt wird und insgesamt Gespräche stattfinden. Insofern fand ich den Input schon ganz cool, dass es nicht nur für mein Empfinden so war, sondern dass andere das auch so wahrnehmen. Jetzt haben wir von Chris das nochmal gehört, diese Abfrage mit der Mentorenrolle und du bist ja jetzt offensichtlich da auch Mentorin, ne? Das war ja so ein emotionales Plädoyer, dass du sagst, hey, da ist die, sag gerade nochmal, Jana, die unheimlich viel drauf hat und du erkennst bei dir, was du ihr noch geben kannst. Also das ist ja auch, hast du da von ihr schon ein entsprechendes Feedback mal bekommen? Also seid ihr da in so einem wertschätzenden Austausch, dass sie dir das auch mal zurückspiegelt, was du für sie aktuell bedeutest? Nee, aber das erwarte ich auch nicht. Die muss einfach loslaufen und die Welt erkunden, ne? Und wenn ich ihr einen Schubs geben kann, so, dann gerne, aber sie muss dann nicht dankbar für sein oder so, ne? Sondern, also ich finde es total toll zu sehen und
so, man muss dazu sagen, Jana hat bei mir angefangen. Ich bin die Treppe runtergefallen, habe mir das Bein gebrochen, Einarbeitung, tada, gelaufen. So, kaltes Wasser. Und sie macht jetzt schon mega große Projekte. Sie ist gerade 4 Monate da, ne? Und macht es mit links. Und das ist für mich der schönste Erfolg, zu sehen, dass sie eben erfolgreich ist. Hm? Ja. Das ist, ja, wie du sagst, das ist eine wunderbare Form des Feedbacks. Und jetzt wurde auch angesprochen, wie können wir denn Rahmenbedingungen schaffen, dass auch die nächste Generation sich angesprochen fühlt, in der Branche unterwegs zu sein. Ich würde da gerne nochmal so auf deine Faszination, also wie kannst du die Werbetrommel rühren, jetzt unabhängig vom Geschlecht, für diese Branche, in der wir unterwegs sind? Also wir sind ja sehr flexibel, wir sind sehr tolerant, habe ich den Eindruck. Wir können schnell und unkompliziert Lösungen finden. Wir sind gut darin, uns schnell an unterschiedliche Situationen anzupassen, weil wir ständig in neuen Teams arbeiten. Das ist eine der Sachen, die mir total Spaß macht. Das viele Reisen macht mir viel Freude. Und das sind Sachen, die würde ich jedem mitgeben. Ich würde in der nachwachsenden Generation, wenn man keinen Bock hat auf 9 to 5, 9 bis 5, und wenn man die Welt sehen möchte, dann besser hier. Also so ein bisschen auch über Ausschlusskriterien, ne? Dann kann ja, so, und was ich auch wirklich jedem ans Herz legen kann, ist, sich tatsächlich einen Mentor zu suchen und jemanden, dem man immer über die Schulter gucken kann, von dem man lernen kann, von dem man Sachen beigebracht bekommt, weil dann kann man es, glaube ich, relativ schnell richtig gut haben bei uns. Also. Schön, ja. Also ich bin, glaube ich, gerade so empfänglich auch für das Thema Mentorin, Mentoren, weil ich gerade durch Zufall, glaube ich, einen bekomme und der in mein Leben getreten ist und ich einen Podcast mit ihm umsetze, und der macht so Personalentwicklung, Entwicklung von Kultur in Unternehmen, und da habe ich nochmal gemerkt, was das auslösen kann, wenn man so eine Persönlichkeit an der Seite hat und sich da manchmal auch spiegeln kann und sieht, so wie der durchs Leben geht. Das finde ich cool, und da kann ich mir eine Menge von abschauen. Deswegen so schön, dass auch du Mentorin bist und als diese jetzt gleich rübergehst zur Ich habe mich ja selbst erklärt. Also es ist ja nicht, ja. Sie hat ja nicht gesagt, willst du meine Mentorin sein, sondern irgendwie, jetzt bin ich schon so alt. Und dann passiert es automatisch. Also so. Danke dir, dass wir noch gerade so abrunden konnten.